Es wird mal wieder Zeit, okay? Es wird mal wieder Zeit, auf ein Timber-Video zu reagieren. Ich hab Bock drauf. Und zwar beating a Schrein in 13 frames or 0.433 seconds. Also in unter einer halben Sekunde sogar hat er einen Schrein abgeschlossen. Was hat der lustige AC jetzt schon wieder gemacht? Ich glaube, ihr kennt inzwischen Timber alle, ne? Er hat einfach TOTK mit genau 0% durchgespielt. Das war der abgefuckteste Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Er hat GSI geskippt, das war der noch abgefuckteste Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Und was hat er noch alles gemacht? Er hat viel geskippt auf jeden Fall. Er hat sehr, sehr viel geskippt, sehr viel abgefuckten Scheiß gemacht. Er hat viel gemacht, okay? Und es ist also so interessantester Glitch, keine Ahnung, Content, den man so für Mario Maker für TOTK finden kann. War gerade auch Mario Maker Kopf einfach. Es ist sehr interessant. Und jetzt hat er anscheinend vor 3 Wochen irgendwie es geschafft, einen Schrein in 13 Frames abzuschließen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, was da genau passiert. Wir schauen uns das an. Wir schauen uns das jetzt an. Ganz kurz noch. Er hat TOTK ein bisschen zerstört. Minimal, ne? Minimal, würde ich sagen. Hey there. Today we're gonna beat a shrine in less than a second. Was? Wieso fällt er so langsam? Mayukumekis is the shrine that I've chosen to do because it's one of the easier ones to do in under a second. Let's see what the shrine looks like. Hat er es gerade mit Absicht gemacht, dass das Link leiser wird, während er quasi runterfällt? Once we enter, we have to hit this target to trigger the door to open. Wait a second for the little cutscene, and then we use the bouncy ships to shoot another target. Then wait for that door to open. Okay, ja. Afterwards, we wir kennen den Schrein alle, ne? Das ist beim Ornidorf, glaube ich. Ist, glaube ich, der Schrein im Ornidorf sogar. The last ship, and here we are. So, not too much. Let's get ja, ist okay. started. Time starts when I gain control of Link, and time ends when I lose control of Link. So, 400 milliseconds, or 12 frames. Did you catch all that? Aber es waren noch 13 Frames, dachte ich. Hä? Unfortunately, it's going to take a lot more than 12 frames to explain what's going on. To fully understand it, we need to talk about a new glitch called Lift Storage Warp. Natürlich, klar. Neuer Glitch. Klar. Wir brauchen mal wieder einen neuen Glitch. Wir haben leider noch nicht so viele in TOTK. Und ich verstehe ja jetzt schon alle. Das sind ja alle sehr, sehr logisch so. Deswegen, wir brauchen mal wieder einen neuen Glitch. Okay. Lift Storage Warp is the combination of a few other glitches that let us have some. Fuse Entanglement kennt man ja, okay. Zealot kennt man auch. Und Object Culling kennt man, kenne ich nicht. Also sagt mir nichts gerade. Some, but not a lot of control over where Link spawns when you warp a load. This glitch was discovered by Mulberry and has been something we've been putting a lot of effort into understanding. Er liebt die Freecam, ne? Er liebt die Freecam einfach, aber ich lieb sie auch. Das ist einfach so. Ist einfach toll. Because controlling Link's location on load would be sick for, you know, skipping GSI a little faster. The only way to understand... Ich weiß nicht, wenn es darauf eine Auswirkung hat, dann wäre es cool tatsächlich, wenn man GSI damit noch schneller skippen könnte. Das wäre cool. Lift Storage Warping is to understand the glitches involved to create the scenario. And it's a few more than the usual. Fuse Entanglement is a glitch that allows us to have an object bound to the state of our shield, while still being an object we can control in the game world. We can do this by using our ability wheel to interrupt the fuse process and change our shield. After we have fuse entangled, if we load a save or put the shield away, the object will get deleted. To overcome that, we use Zuggle. Zuggle allows us to smuggle a shield through saves by putting our back against a wall, and dropping the shield, equipping a new shield, and dropping that shield also. Ich habe das schon 1000-mal gesehen, ne? Ich meine, Zuggle kennt man jetzt inzwischen echt. Das ist halt, hat man so oft gesehen, aber ich verstehe bis heute nicht, was da genau abgeht. So, in a very short amount of time. Now, this shield can move between saves. And because the state of the object is bound to the shield, the object will transfer as well. The combination of Fuse Entanglement and Zuggle is known as a Zlot, or a Zuggle Load Object Transfer. We call these objects Zlotted Objects. Zlotting an object opens the door to another glitch called a Recall Lock. Recall Lock kennt man auch. Recalling a slotted object and loading a save mid-recall causes the object to be frozen. Ich wusste nicht, dass Recall Lock tatsächlich damit, also währenddessen gemacht werden muss. Das wusste ich tatsächlich nicht. Aber ja, das kennt man auch, dass man, wie gesagt, mit diesem schon kaputten Item im Prinzip auf das Recall anwendet und während Recall dann ist, ein anderes Save-File nehmen und dann ist dieses Objekt immer noch in der Luft quasi gefreezed in der anderen Save-File da. Ganz, ganz komischer Scheiß. Frag mich mal, wie die das entdecken. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab keine Ahnung, ey. You recall it again. So, how do we make all that into this? Well, slotting can move objects across saves, but it can also move objects into shrines as well. So this is what the shrine we are working in looks like in the overworld. This is literally how Hyrule and this shrine overlap. There is no estimate here. If I could have them both loaded in at the same time, this is exactly what it would look like. This is because the box that contains all of Hyrule also contains the shrines as well.
Das ist interessant, das ist Whenever you interessant. load into a Ja, das wusste ich ja auch schon. Ne? Es werden nicht mehr irgendwie, ich weiß nicht, ob es in BOTW anders war damals, aber es werden irgendwie, theoretisch finden alle Maps im gleichen Raum statt, sagen wir so. Also es gibt diesen einen Raum einfach mit Koordinaten quasi und in diesem Raum mit Koordinaten finden alle Maps statt. Das ist die Untergrund-Map, das ist die Himmelsmap oder die Himmel- und Hyrule-Map im Prinzip, das ist ja, glaube ich, eines sowieso, das wird ja nicht voneinander getrennt so. Und halt aber auch alle Schreine, alle Loading-Zones und sowas, das ist ja auch alles da drin. Also ob das jetzt Tempel? Nee, Tempel nicht, logischerweise. Tempel sind die ja auch einfach zu Hyrule dazu. Oder halt im Untergrund in dem Fall. Aber Schreine zum Beispiel, die halt eine eigene Loading-Zone sind, die finden auch alle da quasi im Schloss, in Hyrule ganz normal statt. Nur wird während dieser Loading-Sequenz Hyrule entladen und dieser Schrein wird quasi geladen, diese Map, dass sie dann angezeigt wird und Kollision hat und alles. Aber die existieren quasi alle parallel übereinander, wenn ich es richtig verstanden habe. Nur ist immer nur quasi eine gleichzeitig zu sehen. Und damit kann man auch irgendwie durch irgendwelche Tricks, ich weiß gar nicht genau, wie es funktioniert, beispielsweise Beta-Versionen von irgendwelchen Tempeln und sowas entdecken. Also es wurde letztens auch erst eine Beta-Version vom Geistertempel entdeckt, der anscheinend ziemlich anders aussah. Ich glaube, damals hieß er sogar noch Seelentempel. Das ist ganz interessant. Kommt auch im Eisberg vor, natürlich, klar. Wo ich das ein bisschen besser behandelt habe. Und generell, es gibt anscheinend von jedem Tempel, es gibt auch von Schloss Hyrule eine Beta-Version, die man halt irgendwie erreichen kann, aber ich weiß nicht genau, wie man das genau macht. Weil, wie gesagt, die finden im gleichen Raum statt. Nur muss man eben das normale Hyrule entladen und muss eben diese Loading-Zone triggern oder keine Ahnung, wie das genau gemacht wird. Aber damit gibt es quasi Beta-Versionen von einzelnen Loading-Zones anzutreffen. Das ist ganz interessant. Schrein, the game just removes Hyrule and loads in the shrine. Here is the object I slotted. It's in the same position in both the shrine and in Hyrule. We will come back to this in a... Das ist interessant. Dieses gesaggelte, nee, ist nicht gesagelt, das Recall-Locked-Item, was quasi in der Luft schwebt, befindet sich jetzt an der Stelle in diesem ganzen Raum. Wie gesagt, der Raum ist immer der gleiche. Heißt, als wenn er den Schrein betritt, ist es an der gleichen Stelle, wie es eben in Hyrule ist. So, weil wie gesagt, Hyrule und der Schrein an der gleichen Position irgendwie stattfinden. Nur halt immer eins nur in einem Moment zu sehen ist. Man kann nicht beides gleichzeitig reinladen. Wie hobbylos muss man sein, um durch die Welt zu laufen und um solche Glitches zu erfinden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum man das macht, wie man darauf kommt, was man davon sich erhofft. Aber irgendwie, es gibt echt eine Menge, die sich dafür interessieren. Was will er eigentlich erreichen? Er will den ganzen Schrein schießen. Er will den ganzen Schrein quasi skippen. Warum auch immer. We will come back to this in a moment. First, I want to thank the people who have purchased the Void Cat Crew patch. Thanks so much for your support. Das ist voll süß, aber der Weißdrache als so ein Plüschtier. Ist es, was er selbst gemacht hat, oder geht es um den Patch wirklich nur? I'm very close to being able to get the first pin made. Making enamel pins is an older hobby of mine, and a while back I made this Porygon pin, as Porygon is my favorite. I still have a few left over, so I made them available on my shop to help fund the channel. You can find a link to both of these in the description below. Man kann... Was? Was? Man kann während Deckensprung die Kamera verstellen? Subscribe. Das geht? Hä, voll geil. Muss ich auch mal machen. Now we need to talk about how the game views Link while he is interacting. Wie gesagt, also nur mit Freecam. Das geht nicht vom Spiel aus selbst, aber anscheinend geht das, dass er... Anscheinend kann man das irgendwie schon machen mit Freecam. Wusste ich nicht. Also man kann aber gefühlt alles bewegen. Man kann sich ja selbst im Titlescreen frei rumbewegen. Das ist ganz cool. With objects. Ich sage euch ehrlich, ich will nicht zu viel. Ich rede ja die ganze Zeit vom TOTK-Eisberg, Mann. Ich rede zu viel wieder drüber. Aber ich habe so Bock, die ganzen Kamerafahrten zu machen, ne? Kamerafahrten machen so viel Spaß. Gerade mit TOTK, die sind nochmal viel besser. Also die Freecam ist nochmal in TOTK so viel besser, als die in BOTW war. Oder Ultracam heißt sie ja. Das macht so viel Spaß, einfach irgendwelche Keypoints zu setzen, dann einfach die Kamera laufen zu lassen, dann kommen so geile Kamerafahrten, während Link sich selbst bewegen kann. Das macht so viel Spaß, wenn man das einmal raus hat. Really gonna talk about two situations, but there are definitely more. Lifting an object is when Link lifts an object over his head, like a rock or a fan. Normally, this is just to carry objects around, but when using glitches, we begin to see that the object has more control over Link than we do. If we recall lock this object... Ich wusste irgendwie nicht tatsächlich, dass Link einen Ventilator hochheben kann. Der ist irgendwie ziemlich groß, also Respekt, Link, der scheint schwer zu sein. Object and lift it, we can see that we cannot really leave this position the object's locked at. Oh! If we walk off a platform while the object is locked, Link will actually hang from it for a brief period. We can take this a step further by ghost gluing this battery to an object in the sky. Natürlich. Holding the battery will actually pull us up into the air. For some reason, the position of the object that we've lifted has more priority than Link. Next is the steering stick. While riding the steering stick, the game views Link and the stick as one and the same. You can perform a stick desync clip, or an SDC, by fuse entangling a steering stick and then dropping the shield and getting on the stick right afterwards. Das kennt man, das wird auch für GSI benutzt. Oder wurde es?
Das musste für GSI benutzt worden sein, glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher, aber das hat man jetzt auch schon öfter gesehen, dass man sich eben damit durch eine Zone glitchen kann. Ich glaube, es wurde zum Üben für GSI benutzt, aber ich bin gar nicht sicher, ob es am Ende auch tatsächlich genutzt wurde dafür. Aber doch, man ist, glaube ich, auf dem Steering Stick, ne? Wenn man durch die Boden glitscht. Durch die Böden, das sind ja mehrere. Ich glaube schon. Normally this is used to get out of bounds, and a majority of the time we leave that stick behind forever. But if instead you hang around the stick, it begins to act in some weird ways. The game believes you're still on the stick, even though you have full control of Link. You can see this by attaching another Zonai device to the stick. It activates immediately as if you were on it. Another interesting side effect is if you get on another stick, you can control the original stick as well. Hä, ist voll geil. Warum geht es im Spiel nicht? Das wäre eigentlich voll cool, dass man einfach so fernsteuern könnte damit. But our main use for this is culling. Culling really isn't a... Nochmal ganz kurz, ich weiß, manche kommen wieder hier gerade nicht mit oder checken nicht ganz alles, was er uns hier versucht zu verklickern, aber ihr müsst nicht alles verstehen, okay? Man muss nicht jeden Glitch bis ins kleinste Detail verstehen, um irgendwie grob zu verstehen, was hier eigentlich abgeht. Einfach kurz mal akzeptieren, dass man nichts versteht, okay? Das gehört manchmal auch dazu. A glitch, but a game mechanic we exploit to our advantage. Culling is the act of temporarily removing objects or places visually. This is done to help the game run smoother as it removes unneeded assets when they are not in either Link's line of sight or about to be. These objects are still there, just invisible until you approach them. Das kennt man. Das ist auch der Grund, warum manchmal, wo ich mich vorhin ein bisschen drüber geärgert habe, dass manchmal irgendwelche Früchte nicht eingesammelt werden können von mir. Wenn ich quasi durch Hyrule fliege oder gerade von der Himmelsinsel irgendwie runterspringe oder besonders schnell bin, dass ich dann irgendwie Früchte oder irgendwie Hyrule-Gras oder sowas nicht einsammeln kann, weil es noch nicht als Item erkannt wird quasi so, weil es noch nicht reingeladen ist. Das ist zwar irgendwie zu sehen, manchmal auch noch nicht zu sehen oder halt nur die Büsche ohne die Früchte dran, weil einfach die Details immer erst mit der Zeit geladen werden, während halt andere Dinge, die nicht mehr in Sichtweite sind, entladen werden. Aber das ist ganz typisch bei so Open-World-Games. In these culling areas, objects will get culled as well. We can use this to force Link to cull. By fusing tingling a battery and dropping the shield in the culling zone, and then holding the battery and walking away from the culling area, Link will be culled. In this situation though, we need to have more control over when and where Link is culled. In order to do that... Der Leute denkt so, was, Digga? Hä? Though, we need to have more control over when and where Link is culled. In order to do that, we'll instead use a steering stick. We can fuse and tangle the steering stick and perform an SDC, making sure that we stay in bounds. We can't ultra hand the stick because the game thinks we're currently on it, so we glue something to it and drop it in the culling area. Now if we walk away, we will get culled as soon as we leave the area. In order to have more control over that, we will pick up the weapon we used to fuse and tangle the steering stick. While this weapon is on Link, the stick will not get culled, so we can walk away without getting culled. Aber wenn er jetzt die Waffe wegsteckt, wird er wieder gecallt, also quasi unsichtbar gemacht, auf gut Deutsch. And to cull Link, we only need to drop the weapon. Ja, genau, okay, ergibt Sinn. Okay, ich verstehe schon. Also, den 100% genauen Prozess verstehe ich jetzt gerade nicht, aber das Spiel denkt quasi noch, dass Link auf diesem Steering-Stick ist, also quasi auf dem Lenkelement, während das Lenkelement aber gleichzeitig an seiner Waffe ist und das Lenkelement liegt irgendwo im Spähposten, so, oder in diesem, wie heißt es denn, im Schutzbunker Schutzraum. Im Schutzraum vom Spähposten, da liegt das Lenkelement und es wird entladen, wenn Link sich zu weit entfernt, aber gleichzeitig ist es eigentlich an seiner Waffe und dadurch, dass es an seiner Waffe ist, wird Link nicht entladen, aber wenn Link die Waffe weglegt oder halt fallen lässt, dann wird Link quasi selbst ausgevoidet, weil irgendwie das Spiel noch denkt, Link steht auf dem Steering-Stick, auf dem Lenkelement und das ist aus der Ladezone raus. Verstehst du richtig? Irgendwie so. Now you have an idea of the mechanisms that make theoretisch alles ist unsichtbar, genau das. Is possible. So let's set up. Ist ja die Frage, was man damit machen kann, wenn Link selbst gecallt ist, also quasi wenn er selbst blind ist oder unsichtbar. A lift storage warp. First we will fuse and tangle a steering stick to a weapon. And then STC on the stick. Ich finde es halt so faszinierend, wie er das rausfindet. Ich weiß nicht, ob er das alles alleine rausfindet oder ob der da massig Hilfe für bekommt, aber das ist doch Bro, das ist Raketenwissenschaft, wirklich. Wie versteht er das überhaupt? Der nutzt sein Wissen einfach für so Videospiel-Spaß. Einfach um so Quatsch zu machen. Einfach um Quatsch zu machen auf gut Deutsch. Bro, du könntest ein echt krasser Wissenschaftler sein wahrscheinlich. Das war ohne Spaß, was ist los mit dem? Be sure to stay in bounds. Once we get back up, we will grab the weapon and push the stick into the culling area. Das ist doch gestört. Now we need to lift something. Wie gesagt, mir fällt schon sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen und er erklärt das wirklich gut. So. Aber wie fängt man überhaupt an, sowas aus dem Nichts raus verstehen zu wollen? And we need that object to stay loaded between saves. There are a few ways to do this, but we're just going to use fuse entanglement. So we will fuse entangle a battery and zuggle the shield. Now before we perform the warp, I'm going to save here. So when I load this save, this should be the exact spot I'm standing in. But before loading the save, we're going to lift the object.
We'll drop the steering stick to Col Link and the object. Now we just need to load the save. And after loading, here we are, at the location of the battery and not at the location where we saved. I can bet you might be thinking about using this to skip GSI. If we can warp Link on load, this would work, right? Let's try warping from the Room of Awakening to Lookout Landing as a test. I set up just like before and load a save in the Room of Awakening. Well, I'm not in the Room of Awakening, but I'm not at Lookout Landing either. This is where the understanding of what's going on breaks down just a little. Ich wollte gerade sagen, also ist jetzt irgendwie in einem Zwischenbereich oder wieso ist er nicht im Raum des Erwachens aufgewacht? So, I'm just gonna tell you what I think is happening. Vor allem ist es nicht immer so weit weg. Das ist irgendwie komisch. Also er versteht es gerade auch nicht ganz, ja. But keep in mind that this could be incorrect. This glitch is still pretty new and we're working pretty. Hubertus zuzählt. Wer ist Hubertus? Also Hübi oder was? Wenn der einen Anschlag planen, sind wir am Arsch. Ja, richtig, Digga. Das ist auch so eine komische Beobachtung, die ich irgendwann mal gemacht habe. So, warum so Terroristen und sowas, wir können echt froh sein, dass die meistens dumm genug sind, dass nicht mehr passiert. Wenn solche Leute böse wären, ne? Solche Hyperintelligenten, wo du dich so denkst, also wirklich, das sind ja Genies. Wenn mehr von solchen Genies wirklich bösartig wären und die Menschheit auslöschen wollen würden, die würden es schaffen. Wir können echt froh sein, dass die meisten, die sowas versuchen, ja, nicht das Zeug dazu haben. Muss man echt einfach so sagen. Versteht ihr, was ich meine? Pretty hard to fully understand. Oder we know that lifted objects have some form of control over Link. Normally when you load or warp, the game disconnects you from whatever you are lifting. It appears as though culling yourself and this object in the lifted state causes the connection between you and the lifted object to pass through loads. And even though you're able to... Hat er bestimmt noch Freizeit? Ich glaube, das ist seine Freizeit. Ich weiß nicht, was er beruflich macht, keine Ahnung, aber keine Ahnung, vielleicht arbeitet er irgendwie an irgendwelchen, keine Ahnung, NASA-Computern oder sowas, ich weiß es nicht. let it go, that connection still stands. We can't see it, but it seems like the cold object you had lifted is still Das ist die Boss-Aura. Das ist die maskuline Boss-Aura, von der die Schlitten einfach Angst haben. next to you. And because the object doesn't get moved with you when you load a different area, it seems as though there's a struggle between the object and the game trying to move you to the new location. But this is just a guess, and I'm sure we'll learn more about it as we continue working with it. After doing some math, it appears as though Link makes it about halfway before the load is complete. We can use a midpoint calculator to enter the location of the battery and the location of the position we load into. We can see it's about 50%, so theoretically, we would just need to do the math backwards to find the location we need to set the warp point so that the army platform is halfway between the Room of Awakening and the warp point. In order to get there, our warp location would need to be at these coordinates. Unfortunately, -7,000 is a little too low, as the lowest we can go is -3,080. So we are still testing how to Außer man glitscht sich nochmal durch den Boden, was natürlich auch funktioniert. Es geht. Man kommt noch weiter runter. overcome this. But the issue is that the 50% thing is just the theory. I wanted to test it on something before we make the effort to overcome all of its obstacles. Theoretically, I could do this in a shrine. Unfortunately, most of the shrines are out of bounds between the surface and the depths, and there is a ton of water that makes working down there a headache. I need to find a shrine that has an end goal that is higher than the starting position, and then double the distance from the start location to the goal in the opposite direction. This Okay, lass mich nachdenken. Also, die meisten Schrein-Maps liegen zwischen Hyrule und dem Untergrund, quasi in dieser Zone, wo nichts stattfindet, ne? Die einfach nur existiert im Prinzip, um die neue Map zu laden, also in Echtzeit. Deswegen sind die Abgründe ja auch so lang meistens, damit quasi das Spiel genug Zeit hat, um Hyrule zu entladen und den Untergrund zu laden. Und er hat jetzt aber einen Schrein gesucht, dessen Startpunkt niedriger ist als der Endpunkt und der Endpunkt auch über Hyrule liegt, also in Hyrule liegt quasi und nicht im Untergrund, sehe ich das richtig? Und jetzt muss er quasi die beiden Positionen irgendwie verbinden. Und da wird immer quasi in die Mitte davon gezogen. Also wenn er, ich kann es auch nicht, das ist super schwer zu erklären, Alter. Also er versucht quasi, er startet beim Startpoint, muss dann diesen Glitch ausführen, quasi genau in die Richtung, nur doppelt so weit, also quasi wie er es jetzt hier gemacht hat. So, das ist Position 1, das ist Position 2 und das ist Position 3. Position 3 ist der doppelte Weg von 1 zu 2. Also das mal 2 im Prinzip, ja. Und dann muss er sich an dieser Position befinden, wo er jetzt gerade halt auch ist, den Glitch ausführen und dann wird er statt hier zu landen, hierhin gebracht, weil es irgendwie so dieser Zwischenweg ist, verstehe ich das richtig? Weil irgendwie, er wird zur Hälfte gebracht dieses Wegs, aber warum genau zur Hälfte, verstehe ich immer noch nicht ganz. places my warp point above the ground on the surface.
I use the object data map and go to the section where it contains the shrines and search for goal exit. The coordinates here are a little weird because the z-axis is in the middle and you also have to subtract 105 from that number to give you its position in the overworld. But once I get Warum? those coordinates, I just need to find the chords for the starting position, which you obtain in pretty much the same way. I'll spare you the details on the math, Okay. but after doing it, this is the spot I'll set up for my warp point. First though, I'll make a save in the shrine so that when I load the save, my starting position will always be right in front of the opening of the shrine. I set up the warp location where the exit is right between the warp spot and the start position. I get into position, call link, and load the save. Wie ich es gemeint hatte. Das ist jetzt die Position. Diese Position ist gerade der doppelte Weg vom Schreinanfang bis zum Schreinende. Und wie gesagt, nochmal halt doppelt so weit in genau diese Richtung. Und jetzt lädt er wieder den Schreinanfang. I get into position. Also erst callt er sich selbst, also quasi er macht sich unsichtbar und quasi sorgt dafür, dass dieser Glitch ausgeführt wird. Dieser neue Glitch, der entdeckt wurde. Link and load the Und jetzt lädt er quasi den Anfang des Schreins. Also er positioniert sich wieder quasi eigentlich zum Anfang des Schreins, also zur Position 1 zurück und landet dabei in der Mitte. Und die Mitte ist genau das Ende save. vom Schrein. Richtig? Ja, genau. Erst kommt natürlich die Animation, weil die kommt immer. Well, I would say this Das hat nicht ganz funktioniert. Aber es ist trotzdem, von der Theorie her hat es, glaube ich, funktioniert. Es gab nur, glaube ich, entweder eine Verrechnung oder sowas. Also entweder hat es sich irgendwie verrechnet oder ist irgendwo ein bisschen daneben gelandet, keine Ahnung. is bad news. And Auch ohne Schneiles Erklärung würde ich nichts verstehen. Es freut mich, wenn ich euch ein bisschen helfen kann. Ich bin aber auch nicht zu 100% sicher, ob ich alles verstehe, aber ich glaube, es ist nicht gut gewordet, wie ich es ausdrücke, aber ich glaube, ihr versteht ein bisschen mehr, was ich meine. maybe I'm wrong about the Was ich meine, was ich glaube zu verstehen, ja. 50% thing, but I noticed something. Just eyeballing it, it looks like the goal is about halfway between me and the starting point. I could still be wrong about the 50% thing, but it appears as though the distance is short enough to just put the warp location at the exit of the shrine. And while this is no longer testing for Okay, also er ist jetzt zu weit gekommen, ja. Er ist quasi, das war anscheinend nicht ganz richtig mit dieser 50%-Theorie, dass er quasi den Weg doppelt so weit gehen muss, um dann wieder zur Position 2, zur Mitte zurückzukommen, weil es wohl auch mit der Länge der Distanz zu tun hat, gehe ich jetzt mal von aus. Also quasi, er wollte ja quasi zum Raum des Erwachens ursprünglich hin. Das war ja eigentlich das Experiment, was er machen wollte. Er hat dann zwischendrin die Idee gehabt, ey, dann kann ich ja Schreine damit skippen, theoretisch. Man kann Schreine sofort lösen. Das ist die Sache, ja. Aber ich gehe fast davon aus, dass es bei kleineren Distanzen, bei vielleicht nur ein paar 100 Metern, nicht so ist, dass Link nur die Hälfte der Distanz travelt, sondern vielleicht sogar mehr als die Hälfte. Oder vielleicht sogar den ganzen Weg. Und quasi nur bei sehr, sehr großen Distanzen diese Distanz nicht mehr ganz überbrückt werden kann, sondern Link dann irgendwo in der Mitte davon landet. Ich glaube, es war einfach Zufall, dass er irgendwo in der Mitte zwischen GSI, also zwischen der vergessenen Himmelsinsel und dem Spähposten war, wie er es vorhin gezeigt hat. for warping to the army platform, I Vielleicht. kind of have to try it. So I put my warp location right at the end of the shrine. I call link and load. Ja, genau, jetzt hat er sich quasi genau da positioniert, wo der Schrein endet. Wie gesagt, gleicher Raum, nur andere Map. This was my first attempt, and I was pretty shocked that it worked, so I take over 2 seconds to hit the ending prompt. I know that if I was prepared, I could do it faster, so I try again. And there Hat's it geschafft. is. 400 milliseconds. I Sauber. think it is at least. I need a verifier to check it. So this is pretty cool, right? I move on the first frame, and I'm pretty sure I pressed A on the first frame as well. So there's a chance this could be the fastest the shrine could ever be done. While I think this one was extremely cool, thinking about the future of speedrunning individual shrines where every shrine is just... Ich wollte gerade sagen, es gibt ja Speedruns. Es gibt ja Speedruns für Schreine. So, wie schnell man quasi einen Schrein von 0 bis 100, also von Start bis zum Ziel abschließen kann. Aber dann würde das halt wirklich die Speedruns komplett kaputt machen. Also, ne, bei solchen Speedruns geht es nicht darum, alle Schreine gleichzeitig zu machen, sondern wirklich nur ein Schrein. Das ist der ganze Speedrun. So, aber die sind ja jetzt komplett hinfällig. Also, die kannst du ja komplett vergessen jetzt. Weil einfach jeder Schrein genau so gemacht werden kann nach eben 0,433 Sekunden. is kinda lame, to be honest. Ja, There das is ist a doof. vote taking place as to how to handle Aber ich denke, das würde dann in die Dings nicht eingetragen werden. Also, wenn man es halt bei jedem machen könnte, was wahrscheinlich so sein wird, nee, könnte man nicht. Wobei er hat doch gemeint, es ging gar nicht so gut, weil, hat er nicht gemeint, das ging nicht so gut, weil die meisten Schreine eben zwischen Untergrund und Overworld platziert sind und es irgendwie schwer ist, da hinzukommen? Weiß nicht genau. Aber ich meine, der Schrein hat sich doch jetzt besonders gut geeignet, weil eben die Positionen so gut zu berechnen waren. this in terms of the leaderboard. Most of the time, a wrong warp of this scale is found in other games. It gets its own section, and runners can choose what they want to run, and viewers can watch what they want to watch. But in my opinion, this is a little worse than a wrong warp. So I'm definitely for sectioning it off or limiting its Ja, ja. use in some way.
Regardless of the outcome, this will be the only shrine I submit, as I want to get back to skipping GSI. I've looked around and these are only estimates, but there are probably 5 to 10 shrines that can be easily done, and the rest are currently not possible with this specific method. But it's safe for me to say that if we spend some time on it, there's a 99% chance that this could be done on every single shrine. Ich wollte gerade sagen, Digga, es ist fucking Timber. Natürlich wird er auch Wege finden, die anderen auch noch zu cheesen, aber wenigstens gehen schon ein paar. Das ist doch gut. Aber ja, es wär echt lame, wenn die alle dann halt so gemacht werden würden. Muss ich mir auch mal angucken übrigens, die ganzen Schrein-Speedruns. Ich kenne die tatsächlich gar nicht. Und ich weiß nicht, wo man die sich also reinziehen kann. Wahrscheinlich gibt es die einfach auf YouTube irgendwie zu sehen. Aber ob es da irgendwie ein Leaderboard für gibt oder so, wäre eigentlich echt mal interessant, quasi jeden Schrein-Speedrun einfach zu sehen. Ich glaube, viele sehen auch einfach ähnlich aus, halt mit viel Raketensprüngen, Bombensprüngen und sowas. Oder halt, wie heißt das? Shield Rocketing? Nee, Pocket Rocket? Wie heißt das denn? Wer ist denn die Scheiße, Alter? Ich weiß gar nicht genau. Aber diese Rakete quasi, dass man immer wieder Shield Jump macht und damit immer wieder ein bisschen nach oben kommt mit so einer Rakete. Auch so ein unendlich hoch Springen-Glitch irgendwie. Ich denke mal, viele werden auch den Glitch benutzen einfach. Ich weiß nicht genau. A crazy aspect of this is that if you load in and you aren't at the location that you need to be, you could just load again. And if you still aren't there, you can try to shield surf to void out. As reloading and voiding out kind of moves you around a little bit. Once it places you in front of the exit, you don't even need to make an attempt. At that point, you can just reload and try to finish it as fast as possible. Once you make an attempt though, it kind of messes up the whole thing. Because in my experience, after you finish the shrine, you're not really going to be able to get back to the same place. It doesn't seem to work 100% of the time, but it really didn't take me long to get a successful attempt. Ja, wahrscheinlich, weil er dann auch wieder an der Position ist in der Karte. Wie gesagt, man wird ja während dieser Ladesequenz wird man ja geportet. Ja, logischerweise, so. Und wahrscheinlich wird er dann mal an der gleichen Position wieder rausgelassen, wo er quasi die Save-File das letzte Mal gespeichert hat mit diesem Glitch, würde ich mal sagen. Keine Ahnung. Und du kommst nicht wieder aus dem Schreinausgang raus, wo du eigentlich rauskommen solltest. Specifically, the run that was less than a second was actually pretty funny because it took me a few void outs to get in front of the exit. And when I didn't even notice. Once I did notice, I was able to reload and just try for a fast time. Ich habe auch bei so einem Job, Digga, als wenn du so viel Zeit darin verschwendest und die ganze Zeit irgendwie neu laden musst und dann wieder das Spiel schließen, wieder neu öffnen, dann wieder irgendwas im Internet nachgucken, irgendwelche Locations nachgucken, dann was berechnen und sowas. Ich glaube, da musst du auch echt nebenbei die ganze Zeit YouTube laufen lassen oder eine Serie laufen lassen, irgendwie, um dich zu beschäftigen. Das kannst du ja nicht Vollfokus machen, so eine Scheiße. Und gleichzeitig musst du dich so viel konzentrieren. Edited version of both my 2-second attempt, which was a first try warp, and the 0.4 millisecond attempt on my second channel, showing the setup as well. Well, that's all I have for you today. I would like to thank my channel members, RFGXTYZXGH, Dasuki, EJ Mixmaster, das sind deutlich mehr geworden. Small Person, Catfright, Naz, Petit Frappo, Ruan, CTV, Crescendo. Immer noch CTV, der Ehrenmann, Alter. Es sind einige mehr geworden. Ich pack mich da jetzt auch noch rein. Komm, fürs nächste Mal packe ich mich da auch noch rein, okay? Ich mach das jetzt kurz, wenn ich beim nächsten Mal schön dabei bin. Das kostet 2 Euro im Monat, alle wie lächerlich. Komm, ab geht's, Alter. Ab geht's hier komplett. Die Vorteile sind mir scheißegal, Alter. Aber ich werde in der nächsten Endcard erwähnt. Das ist cool. Und dann hören wir noch einen Ami, wie er Schneile ausspricht. Das ist zu geil. Ihr kennt alle den legendären Schneile-Clip. Das ist zu gut. Wie Poincroft versucht hat, meinen Namen auszusprechen, ja? Und dann haben wir nochmal, wie eine englischsprachige Person versucht, meinen Namen auszusprechen. Das ist immer wieder gut. So, der Typ ist krank. Der Typ ist richtig, richtig krank einfach. Sehr, sehr nice. Ach ja, genau, Link zum Video. Natürlich, Link zum Video gebe ich euch hier in den Chat. Und an alle, die das auf YouTube sehen, die Reaction in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid, Alter. Lasst bisschen Support da.